Unterschied von traumasensitivem Yoga ist zu regulärem Yoga. Und genau, ich habe mir auch ein Buch besorgt, also falls jemand das Thema interessiert, ich habe auch viel Wissen aus dem Buch. Denn ich kann mir gut vorstellen, wenn wir später Yoga unterrichten, wenn wir halt wirklich größere Yoga-Klasse unterrichten, es wird mit großer Sicherheit jemanden geben, der Traumaerfahrungen gemacht hat. Und deswegen würde ich gerne einfach ein bisschen aufklären, weil mir das persönlich sehr am Herzen liegt, dass man den Betroffenen mehr Verständnis entgegenbringen kann, dass man selber sich sicherer fühlt und dass man weiß, wie man reagieren kann, wenn ein Yogaschüler plötzlich einen Flashback hat oder irgendeine Traumareaktion zeigt. Und außerdem würde ich auch gerne zu Beginn erklären, was halt überhaupt ein Trauma ist. Ist ein Trauma die Situation, die passiert ist? Ja und nein. Also zwei Personen können ein und dasselbe Ereignis erleben und nur eine Person wird traumatisiert, nur eine Person entwickelt eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wie kann das sein? Denn das kann so sein, dass Trauma was sehr, sehr Individuelles ist. Trauma hat damit zu tun, hat mit den persönlichen, individuellen Bewältigungskompetenzen vom Gehirn, vom Menschen, vom Individuum zu tun. Das heißt, wenn dein Gehirn so sehr überfordert ist mit einer Situation, dass es nicht damit umgehen kann, dass es sie nicht einordnen kann, nicht in die normalen Kategorien einordnen kann, einfach komplette Verwirrung, komplette Überforderung ist, dann kann man traumatisiert werden. Trauma is much more than a story about something that happened long ago. The emotions and physical sensations that were imprinted during the trauma are experienced not as memories, but as disruptive physical reactions in the present. That imprint has ongoing consequences for how the human organism manages to survive in the present. Trauma results in a fundamental reorganization of the way mind and body manages perceptions. Wir haben das Referat, wir haben die Präsentation über das Nervensystem gehört. Wir haben bestimmt alle schon mal von den Fight-or-Flight-Reaktionen gehört. Was passiert, wenn Fight-or-Flight beides nicht funktioniert? Was passiert, wenn eine Gefahr sich nähert? Was passiert, wenn eine Stresssituation auftritt, der nicht entkommen kann, indem man vor ihr wegläuft, man aber auch nicht entkommen kann, indem man gegen sie ankämpft? Erstarrung, Freeze. Man kann sich das in etwas so vorstellen, wenn man im grünen Bereich ist. Wenn man im grünen Bereich ist, dann ist man gut geerdet. Dann sitzen wir alle in unserer Yogastunde im Schneidersitz, spüren unsere Sitzbeinhöcker am Boden, spüren uns verbunden mit uns selber und mit den Menschen um uns herum. Das ist der grüne Bereich. Wenn dann plötzlich der Tiger kommt, der uns jagt, dann geht unsere Energie und unser Erregungslevel steigt nach oben, unsere Gedanken kreisen, wir fangen an, schwitzige Hände zu bekommen, wir fangen an, unruhig zu sein, wir fangen an, gereizter zu reagieren, wir kommen halt einfach in dieses Fight or Flight. Wir wollen aus der Situation rausgehen, irgendwelche Erinnerungen kommen vielleicht hoch, wenn man irgendwie in der Meditation sitzt und man denkt sich so, boah, ich würde jetzt einfach nur gerne rausgehen oder irgendwas triggert dich, genau. Und wir merken plötzlich die ganze Wut in uns drin irgendwie. Dann kommen wir in den roten Bereich. Dann sind wir nicht mehr gut geerdet, können hier entspannt sitzen, dann fühlen wir uns unruhig und wollen eigentlich aufstehen und wollen eigentlich einfach gar nicht hier sitzen bleiben. Oder haben vielleicht irgendwie die komische Gedanken, der kritisieren andere, kritisieren uns selber, weil wenn wir im grünen Bereich sind, wenn wir hier gut geerdet sind, wenn wir uns zufrieden mit uns selber fühlen, dann haben wir auch gar kein Bedürfnis, die Menschen um uns herum zu kritisieren. Und das ist etwas, was jeder schon mal erlebt hat. Das ist was komplett normal ist. Also alle die 3 Zustände, die ich jetzt erkläre, sind komplett normale Reaktionen und auch ein Trauma und auch die Sachen, wie der Organismus, wie der Körper, wie der Mensch auf ein Trauma reagiert, sind normale Reaktionen auf ein unnormales Ereignis. Ganz wichtig, normale Reaktionen auf ein unnormales Ereignis. Wenn halt jetzt ein traumatisches Erlebnis passieren würde, wird auch zuerst die Energie, die Überlebensenergie quasi, das Erregungslevel würde steigen und irgendwann wird es zu so einem Peakpoint kommen, wo einfach der Organismus oder der menschliche Körper nicht mehr damit umgehen kann, wo halt einfach überlastet ist, einfach zu viel Energie, geht nicht mehr. Es wird quasi wie ein Blitzeinschlag passieren und sie würde ganz nach unten fallen. Die Kurve würde ganz nach unten fallen, noch unter den grünen Bereich.
Und wenn wir nach unten in den, ich nenne es jetzt den schwarzen Bereich fallen, dann ist eigentlich hier unser Erregungslevel sogar noch höher als beim roten Bereich, weil dadurch, dass der Körper das einfach nicht mehr halten kann, ist es quasi einfach Todstellreflex quasi, einfrieren, freeze. Und da würde man zum Beispiel beobachten können, so, das Tier schüttelt sich die ganze Zeit, das Tier schüttelt die ganze Energie raus. Hallo, das Tier schüttelt die ganze Energie raus, ganz genau. Das haben wir auch häufiger schon mal gemacht, wenn wir so Kundalini-Übungen gemacht haben, wenn wir zum Beispiel mit der Bini-Yoga gemacht haben. Das ist was Tiere ganz intuitiv machen. Das ist eine komplett normale Reaktion, die aber uns Menschen irgendwie abtrainiert wurde, weil das schaut ja komisch aus. Das macht mir ja nicht. Das ist ja... Ne? Aber eigentlich ist es genau das Gesunde, weil genau sowas, diesen ganzen Stress, diese ganze Energie, diese ganze Traumaenergie quasi rauszuschütteln, das verhindert eigentlich, dass so etwas wie eine posttraumatische Belastungsstörung sich entwickelt. Was ist überhaupt ein Trigger? Wir haben schon häufiger gehört, wenn dich etwas triggert, dann versuche herauszufinden, was es ist und versuche es zu verstehen, versuche es zu embracen. Was ist überhaupt ein Trigger? Also ein Trigger kann wirklich alles sein. Ein Trigger kann Geruch sein, ein Trigger kann ein bestimmter Mensch sein, ein Trigger kann eine bestimmte Bewegung sein, eine bestimmte Lichtsituation, es kann eine bestimmte Art von Berührung sein, es kann ein bestimmtes Wort sein. Also nur weil eine Person, die nicht traumatisiert ist, nicht versteht, warum eine traumatisierte Person plötzlich unangemessen auf eine Situation reagiert, weil man eine bestimmte Asana geübt hatte, die bei einem der Yoga-Schüler irgendeine Erinnerung von früher ausgelöst hatte, weil man plötzlich beim Shavasana das Licht gedimmt hatte, weil der Mattennachbar ein Mann ist, weil ein bestimmter Duft gesprayt wurde, um eigentlich zu entspannen, was aber in Wirklichkeit bei einer Person eine Traumareaktion ausgelöst hat. Und plötzlich fängt eine Person in deinem Yoga-Studio an zu weinen und du als Yogalehrer stehst da und verstehst vielleicht die Welt gar nicht mehr und denkst, das heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast. Da würde ich gerne eine Stelle hier aus dem Buch vorlesen. Häufig wollen die Menschen dann nämlich darüber sprechen, was ihnen passiert ist, weil sie hoffen, dass sie so diese ganze Energie, diese ganze Anspannung, die sie in sich drin haben, dass sie die dadurch loswerden können, dass sie dadurch sich selber beruhigen können. Leider kann dabei häufig es auch dazu kommen, dass dadurch, dass man darüber spricht, dass man es mehr oder weniger nur noch schlimmer macht, weil man sich dann vielleicht an noch mehr Sachen erinnert. Und ganz häufig kommt es auch bei traumatisierten Menschen dazu, dass sie in einen sozusagen wie in einen Traumastrudel kommen. So eine Sache triggert sie, dann fängt es an und plötzlich bist du in diesem Sog drin, kommst da gar nicht mehr raus. Und wenn du darüber erzählst, vielleicht fühlst du dich danach besser, aber mit großer Wahrscheinlichkeit fühlst du dich danach vielleicht noch angespannter. Coming back to mountain. During a trauma-sensitive yoga class, the teacher noticed that a woman toward the front of the class began crying at a certain point. This student had been to the class regularly for many months. She had some familiarity with the room, the class, the teacher, and the other regular students. The teacher and student made eye contact, during which there was a shared sense that the student was okay and was managing her experience safely. The teacher, however, kept a special eye on the student for the rest of the class. She noticed a few minutes later that the student stopped participating in the flow of the class and sat up with her hands over her heart. For the rest of the class, the woman would participate sporadically and then return to a seated position with her hands over her heart, or experiment with child's pose. At the end of the class, the teacher approached the student and acknowledged that she had noticed her crying and wanted to make sure she was okay. The student said that she felt flooded with emotion when the teacher said the word pelvis in relation to a particular exercise. She said that she was inclined right at that moment to tell the teacher about her trauma history because it was all very overwhelming and this may be a way for her to discharge the intensity. At this point, the yoga teacher made a critical decision. She said that it would be fine for the student to talk about her trauma, but
Would she first like to experiment with standing up together in mountain posture? Yes, that sounds good. It just so happened that this was enough in the case. This posture was very familiar to both teacher and student, something they had practiced together in the classroom many times over the past several months. So, they stood together in mountain posture. Next, the teacher invited the student, would you like to try breathing and moving together? Again, the student said yes. So together they did some sun breath, synchronizing their breaths and movements. For several minutes they practiced yoga together in this way. When the teacher brought it back to mountain, they both paused together, smiled at each other, and the student said, yes, I'm okay. Is there anything else that you need? Asked the teacher. The student asked if she could just sit quietly on her mat while the teacher cleaned up the room and prepared to leave. After about 10 minutes, they said goodnight, and that was that. The teacher noticed a marked shift in the woman's energy, from the heaviness as she had been saturated with the emotion and wanted to talk about her trauma, to a sense of lightness and ease after they had practiced a little yoga together. And please note, the yoga teacher communicated clearly that she was not afraid of hearing about the trauma, but still maintained her focus on how the student was doing. Witnessing the student's distress and helping her to regulate with yoga was enough for the student in this moment. Ich finde das ein ganz wunderschönes Beispiel, wie dafür, wenn wir wieder zurückkommen von unserem Beispiel von eben, die Yogalehrerin war im grünen Bereich, die Yogalehrerin war gut geerdet, die Yogalehrerin hat es geschafft, ruhig auf ihren Füßen zu stehen in Tadasana, und die Schülerin war zuerst noch sehr aufgeregt und wollte die Energie dadurch rauslassen, dass sie darüber gesprochen hatte, was vielleicht geholfen hätte und es vielleicht nur noch schlimmer gemacht hätte, man weiß es nicht. Und durch das gemeinsame Atmen haben sie es beide geschafft, auf ein und dasselbe Level zu kommen, beide in den grünen Bereich, beide in einen entspannten Zustand zu kommen. Und das finde ich so schön zu sehen, wie eine Yogalehrerin mit einer getriggerten Schülerin umgegangen ist. Sie hatte ihre Strategie, das war das gemeinsame Atmen, das war das gemeinsame sich in die Augen schauen. Das sich in die Augen schauen ist nämlich auch was unglaublich Wichtiges, weil das, wenn du getriggert bist und wenn du einen Flashback hast, dann bist du mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart, dann bist du sehr disconnected und detached von der Umgebung um dich herum, weil du halt immer noch in dieser Vergangenheit, in diesem Trauma bist, und du bist in dem roten Bereich, du bist nicht mehr im grünen Bereich, und der grüne Bereich, dieser gut regulierte, gut geerdete Zustand, hängt auch ganz stark mit dem Vagusnerv zusammen. Der Vagusnerv verläuft von unserem Gehirn durch den Körper bis in den Magen und kann ganz stark dadurch stimuliert und aktiviert werden durch Social Engagement, durch Socializen mit anderen Leuten, durch gemeinsam Atmen, dadurch, dass sich dein Nervensystem dann mit Hilfe eines anderen Nervensystems regulieren kann und halt wieder in einen entspannten Bereich kommen kann. Etwas, was Yoga schaffen kann. Und dadurch, durch solche Ereignisse, können die Yogaschüler auch endlich wieder, weil wenn du Trauma erlebt hast, hast du kein Gefühl von innerer Sicherheit, dein Gefühl von innerer Sicherheit, dein Gefühl von ich bin zu Hause, mir selber wird durch das Trauma zerstört. Du hast keine Kontrolle mehr über deinen Körper fühlt sich an wie dein Gegner, es fühlt sich an, als würde dein Körper gegen dich arbeiten. When the alarm bell of the emotional brain keeps signaling that you're in danger, no amount of insight will silence it. Wenn ihr also einfach zu einem getriggerten Yogaschüler hingeht und ihm versucht zu sagen so, hey, ist doch gar nicht so schlimm, reiß dich zusammen. Oder versucht es zu rationalisieren. Das wird nicht funktionieren, denn wenn du getriggert bist, wenn ein traumatisierter Mensch getriggert wird, geht die Amygdala, geht das Emotionsgehirn an, quasi, der Teil im Gehirn, und dieser Teil kennt keinen damals und heute, der kennt keine Zeitachse, der kennt kein, oh, das ist eigentlich das, was mir gerade Angst macht, das gehört eigentlich gar nicht in die Gegenwart, das gehört in die Vergangenheit, das funktioniert in dem Moment nicht. In dem Moment ist die Gefahr jetzt. Die Gefahr
Gefahr ist jetzt und deswegen no amount of insight will silence it. Sowas wie gemeinsam atmen, gemeinsam stehen, wieder ein Gefühl von innerer Sicherheit zu schaffen, das ist, was den Traumatisierten in dem Moment dann helfen kann. Also, warum überhaupt traumasensitives Yoga? Was kann traumasensitives Yoga bieten? Was ist der Unterschied von traumasensitivem Yoga zu regulärem Yoga, nicht traumainformiertem Yoga? Es liegt ein großer Fokus auf der Präsenz und der Aufmerksamkeit in der Gegenwart, dem Hier und Jetzt anstatt dem Dort und Damals. Das ist was in jeder Art von Yoga wichtig ist. Aber für Menschen mit Trauma hat das noch einen ganz bedeutsamen anderen Unterschied, weil sie dadurch halt lernen, weil dadurch der Körper lernt, das Nervensystem lernt, die Gefahr ist vorbei. Und die Amygdala beruhigt werden kann. Und wieder der Teil vom Gehirn, der Neokortex, angehen kann und ein Gefühl von innerer Sicherheit und nicht mehr von konstanter, wo ist die Gefahr, wo ist die Gefahr, wo ist die Gefahr, worauf muss ich aufpassen, weil wenn du dein Trauma nicht verarbeitet hast, dann ist alles in dir noch angespannt, alles ist noch bereit quasi gegen die Gefahr anzukämpfen. Außerdem wird durch traumasensitives Yoga eine achtsame Beziehung zum Körper aufgebaut, denn wie ich gerade schon gesagt hatte, kann sich der Körper oft anfühlen wie der Feind, weil dein Körper zeigt diese ganzen komischen Reaktionen, die du vielleicht auch gar nicht verstehst. Und oftentimes the body can feel like the enemy, when really it's just another part of you that was screaming to be heard. When we can finally hear what it's saying, we can begin inner repair. Und dadurch zu verstehen, warum macht mein Körper die Sachen, die mein Körper macht, kann dein Yogaschüler wieder eine achtsame Beziehung zu seinem Körper aufbauen. Selbstregulation, das Lernfenster erweitern. Das ist genau das, worüber ich gerade gesprochen hatte, mit dem roten Bereich und dem grünen Bereich. Wenn du ein Trauma, es gibt ein sogenanntes Window of Tolerance, das ist genau das mit dem grünen Bereich, mit dem roten Bereich und mit dem schwarzen Bereich. Der rote Bereich ist, wenn du quasi zu viel Energie hast, zu viel Erregungslevel. Der schwarze Bereich ist ja, wenn du im Freeze bist, wenn du dich nicht richtig in deinem Körper fühlst, wenn du das Gefühl hast, du hast gar keine Gefühle. Und durch Yoga kann sich genau dieses Toleranzfenster, also von Körperempfindungen, die du hast, von Emotionen, von Sachen, die dir passieren, es kann dein Toleranzfenster von den Sachen, die du halt einfach tolerieren kannst, die du emotional mit denen dein Körper umgehen kann, das kann erweitert werden dadurch. Und Selbstregulation, das, was ich eben beschrieben hatte, mit dem, dass sich der rote Bereich quasi dadurch, der Schüler ist im roten Bereich, der Lehrer ist im grünen Bereich, dass ich das durch das gemeinsame Atmen anpassen kann, das nennt man Koregulation. Und wenn der Schüler das schafft, sowas alleine zu machen, dann ist das Selbstregulation. Dadurch, dass er alleine oder dass sie alleine Atemübungen praktiziert oder die Sachen, die sie in der Yogastunde gelernt hat, zu Hause macht, sich irgendwie hinsetzt und bewusst den Boden unter den Sitzbeinhöckern spürt, bewusst den Boden unter den Füßen spürt, bestimmte Asanas praktiziert, bestimmte Atemübungen macht, bestimmtes Pranayama macht. Und wenn man traumatisiert ist, dann befindet man sich in einem Zustand, in dem man nichts Neues ausprobieren möchte. Man ist auf der Suche, das Gehirn funktioniert es ist auf Überleben programmiert quasi. Dein Gehirn ist so vernetzt, dass Überleben das Wichtigste ist. Und da ist dann kein Platz mehr für Neugierde, für neue Sachen ausprobieren, für neue Asanas ausprobieren, für ich probiere jetzt Pincha aus, für ich weiß ich nicht, binde jetzt irgendwie noch sowas. Und Yoga kann dir helfen, wieder neugieriger zu werden und wieder Sachen auszuprobieren, vielleicht auch über dich hinauszuwachsen oder auch einfach neue Erfahrungen zu machen. Es kann von ganz simplen Sachen anfangen, wie bei der Meditation überlege ich jetzt, gebe ich jetzt die linke Hand in die rechte, gebe ich die rechte Hand in die linke, drehe ich meine Handflächen im Schneidersitz nach unten oder drehe ich sie nach oben zu. Ich entscheide, ob ich heute ein Chaturanga mache oder ob ich Knie, Brust und Kinn mache. Und dadurch kann auch der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit gestärkt werden, weil du wieder merkst, ich habe Kontrolle über meinen Körper, ich kann was verändern. Wenn du merkst, dir ist zu kalt, kannst du dir eine Jacke holen, kannst du dir eine Decke holen. Du merkst, du kannst selber was verändern. Und das kann natürlich auch das Selbstwertgefühl stärken und dadurch halt auch das Schamgefühl, was ganz stark mit dem Trauma zusammenhängt. Trauma und Scham, das hängt so stark zusammen. Gerade was ich jetzt schon so oft gesagt hatte mit dem Grounding. Dass du einfach, sei es jetzt durch
durch Aromatherapie, die zusätzlich noch gemacht wird, das dann irgendwie noch mit einem Diffusor, dass du noch Lavendelöl irgendwie im Raum verbreitest und dich dadurch geerdeter fühlst. Oder dass du eine Chakra-Meditation machst, wo du dich auf dein Wurzelchakra konzentrierst, was ja mit Mut und mit Erdung und mit Stabilität und mit Sicherheit zusammenhängt. Und genau diese Sicherheit ist ja das, genau dieses Geerdetsein ist ja das, was traumatisierten Menschen fehlt. Deswegen ist es ganz sensibles Chakra für Menschen mit Traumaerfahrung und ganz wertvoll, das zu reinigen und das zu heilen. Ganz wichtig auch Assists. Je nachdem, welches Trauma es war, je nachdem, was das Trauma ausgelöst hat, können Hands-on-Assists triggernd sein, können Hands-on-Assists wirklich, wirklich schwierig sein. Und deswegen, ich habe so ein schönes Bild gesehen mit Karten, Yes Hands, No Hands. Da muss der Schüler dir vorher auch gar nicht sagen, so, nee, ich möchte bitte keine Hands-on-Assist, bitte fasst mich nicht an, du fasst mich nicht an, sondern da kann man einfach könnte man zum Beispiel einfach beim Eingang hinstellen, kann sich jeder so eine Karte nehmen und Leute, die kein Problem mit haben, die müssen vielleicht auch gar keine Karte legen und die legen einfach eine Karte mit Yes Hands, ja, please, trust me, whatever. Aber Leute, die es nicht wollen, die können einfach entweder die Karte dem Yogalehrer geben, wenn sie es gar nicht direkt sprechen wollen, oder sie können die Karte einfach so vor sich legen, damit der Yogalehrer einfach weiß, okay, möchte ich nicht. Weil natürlich könnte man es ausprobieren, man könnte einfach das Assist geben und würde vielleicht merken, oh, okay, der spannt sich jetzt gerade an, oder nur wenn ich schon näher komme, merkst du schon so, die gucken dich schon irgendwie an. Aber die traumatisierten Menschen sind eh schon so viel in Stress, dass jeden Stress, den du denen ersparen kannst, werden die dir dankbar für sein. Und ich finde, es hat auch ganz viel mit Respekt zu tun, einfach vorher zu fragen, so, darf ich dich anfassen? Oder einfach vorher auch zu sagen, wenn du weißt, die Person ist in Ordnung, ist okay mit Hands-on-Assist. Vorher zu sagen, ich berühre dich jetzt an deinem Bein, ich berühre dich jetzt an deinem Bauch, ich berühre dich jetzt an deiner Schulter. Zu sagen, was du machst, das verhindert, dass der Mensch wieder dieses Gefühl von Kontrollverlust hat, von ich werde einfach irgendwo berührt und ich kann das nicht ändern. Und vielleicht, wo ich eben schon von gesprochen hatte, mit dem Fight or Flight und dem Freeze, vielleicht ist die Person noch so sehr in dem Trauma drin, so sehr in der Vergangenheit, dass sie auch gar nicht sagen kann, nein, das bitte nicht machen, bitte nicht anfassen. Vielleicht siehst du auch gar keine Reaktion. Vielleicht hat die Person es so sehr geschafft, diese Reaktion zu unterdrücken und es so sehr alles in sich drin zu lassen und es nicht nach außen zu zeigen, um sich selber zu schützen, dass du gar keine Reaktion siehst und dass du vielleicht dann jetzt den Fuß adjusted hast und dir denkst, ja, der Fuß passt jetzt. Aber in Wirklichkeit geht es der Person ganz schlecht. Und auch nicht nur die Verbindung zu sich selber, sondern auch die Verbindung zu anderen Menschen. Und es muss gar nicht mal die direkte Verbindung sein von 1:1. Ich rede jetzt mit dem Yogalehrer oder ich rede jetzt mit anderen Yogaschülern. Es ist auch einfach schon, ich erinnere mich in einer Yogastunde, wo ich einfach nur die Augen aufgemacht habe, wo ich einfach nur gemerkt habe, wie alle die Arme nach oben gestreckt hatten und die Arme einfach nur vom Herzen zusammengebracht haben und einfach nur beim Aufwärmen irgendwie alle die Bewegung synchron gemacht haben. Und es war einfach so ein Gefühl von Zusammensein, von Gemeinschaft, auch wenn wir gemeinsam das Om singen. Das hat so ein großes Gefühl von Gemeinschaft und man muss nicht direkt mit einer anderen Person interagieren, was ja vielleicht auch wieder eine Angst auslöst oder von, oh mein Gott, mache ich jetzt was Falsches. Und das sind Sachen, die man schnell lernen kann und wo man sich dann einfach sicher darin fühlt und dann einfach merkt, ich kann das machen. So, da passiert nichts Schlimmes, auch einfach zu merken, ich kann Raum einnehmen. Weil wenn du Trauma erlebt hast, dann möchtest du so wenig Raum einnehmen wie möglich. Dann möchtest du nicht in deinem Körper sein, dann möchtest du am liebsten überhaupt gar nicht da sein. Und da wieder zu merken, oder auch einfach schon beim Krieger 2 so ganz kraftvolle Positionen, wenn du richtig merkst, du kannst deine Arme ausstrecken, du kannst dann über deine Handflächen nach vorne schauen. Das gibt einem einfach so ein anderes Körpergefühl. Solche neuen Erfahrungen, die vielleicht die Leute noch nie gemacht haben, was so unglaublich heilsam sein kann. Für jeden Menschen, aber vor allem für Menschen mit traumatischen Erfahrungen.